Erweckungen würden das Game zerstören? Nee, nicht mal. Man braucht sie einfach nicht. Sämtlicher Content, der jetzt im Spiel ist, wenn du richtig gutes Equipment hast, ist eh schon viel zu einfach. Also ich weiß nicht, wie Flive-Spieler so drauf sind, Flive-Universe-Spieler, die richtig krasses Equipment haben. Aber in anderen Games sind die Leute heutzutage sogar so eingestellt, also moderne Videospiele, Online-Games vor allem, kann man ja argumentieren, dass die wesentlich leichter sind als früher, um mehr Spieler anzuziehen und nicht nur die Hardcore-Gamer. Aber Hardcore-Gamer sind halt meistens dann immer so, und das sind ja die Leute, die dann immer im Endgame schimmeln und alles haben, perfektes Equipment und so. Und das sind dann eigentlich immer die Leute, die sagen, ja, wir brauchen schwerere Dungeons, wir brauchen krassere Sachen, alles ist viel zu einfach und so. Und ich weiß nicht, wie es in Flive Universe ist. Ob da die Leute auch so denken. Die, wo wirklich perfektes Equipment haben und so. Und sich vielleicht schon langweilen jeden Tag. Gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen. Und wenn du die fragen würdest, beziehungsweise wenn du von denen ihrem Equipment-Standard ausgehst, weil sonst würden sie sich ja auch nicht langweilen, ist ja eh schon alles viel zu einfach. Für die gibt es keine Challenge. Für Leute, die da angekommen sind. Weil ich jetzt eigentlich nicht sagen würde, dass Flive Universe ein Game ist, das zu einfach ist. Ganz im Gegenteil. Aber du kannst halt cashen. Und damit schon viel dir einfach kaufen, was man sich sonst halt erarbeiten müsste. Und, ja. Also wenn du, es kommt ja darauf an, wen du fragst, aber wenn du manche Leute fragen würdest, würden sie wahrscheinlich sagen, das aktuelle Equipment ist eh schon viel zu krass. Damit kann man alles erreichen, alles in Minuten kaputt schlagen, jeden Boss innerhalb von kürzester Zeit töten. Alle Dungeons sind nur noch langweilig, nur noch Routine. Alles ist öde, alles ist gleich. Gibt quasi kein richtiges Endgame, alles viel zu einfach. Und dann klar, wenn du dann Leute fragst, die halt nicht auf diesem Stand sind, sondern Leute wie jetzt viele von euch wahrscheinlich und auch ich, würde man vielleicht sagen, naja, man braucht jetzt zwar nicht unbedingt Erweckungen, aber zu einfach ist es jetzt vielleicht auch nicht direkt. Einfach eher so, dass es einfach passt. Vom Schwierigkeitsgrad her. Aber auf jeden Fall auch nicht so, dass du jetzt irgendwie 50 Crit-Damage irgendwo drauf erwecken müsstest. Also so schwer ist nichts in diesem Spiel. Ist ja eigentlich auch unklug, wenn du ein Game designst oder Spielmodis designst, weil also an für sich kann ich das schon ein bisschen verstehen. Das Argument so, man wünscht sich halt etwas, eine richtige Challenge und so. Aber auf der anderen Seite muss man sich halt überlegen, das ist ja immer ein Produkt, so ein Videospiel. Und warum sollte jetzt ein Entwickler hergehen und für 0,1% aller Spieler oder so, mal ganz krass ausgedrückt, also für Leute, für wirklich einen minimalen Anteil, egal ob das Wale sind oder nicht, ist es so ein geringfügiger Anteil der Spieler, sich da hinzusetzen und hunderte Stunden in irgendetwas zu stecken, zu entwickeln, was dann für die allermeisten Leute im Spiel, für fast alle, nicht zugänglich ist, weil es zu schwer ist, die sich dann alle nur reihenweise beschweren, dass sie das nicht machen können, weil es viel zu schwer ist, macht halt wenig Sinn, weil damit spaltest du halt einfach nur extrem die Community, zeigst halt, die Meinung von 10 Leuten interessiert dich mehr als die von 10.000 oder so. Und, ja. Und du weißt halt nicht, ob das dann überhaupt gut ankommt. Könnte immer noch sein, dass die immer noch nicht zufrieden damit sind. Vielleicht hast du es immer noch nicht schwer genug gemacht. Zu schwer für jeden normalen Spieler, aber immer noch nicht schwer genug für die richtigen Hardcore-Gamers. Also es ist halt irgendwie so ein... Also ich kann schon verstehen, warum man das will, aber man kann gleich auch gut nachvollziehen, warum jetzt nicht jeder Spieleentwickler dazu bereit ist, das zu machen, sondern man sich lieber Spielmodi ausdenkt oder Sachen ausdenkt, die halt möglichst jeder machen kann.
Thank you, Mythology. Die können echt mal mehr Content reinhauen. Ja, das machen sie bewusst nicht. Je schneller sie den Content von Flive PC aufarbeiten, und das machen sie eh schon verhältnismäßig schnell, desto eher müssen sie komplett neuen Content erschaffen, was viel mehr Zeit und Geld beansprucht. Also viel mehr Zeit und Ressourcen. Zeit ist natürlich auch eine Ressource.